Hallo und willkommen bei Sohalt. Hier dreht sich heute alles um einen wundervollen Haar und den Selbstbräuner fürs Gesicht. Ich verwende schon sehr lange Selbstbräuner fürs Gesicht und habe hier ein tolles, fantastisches neues Produkt, das ich euch vorstellen möchte. Ich erzähle euch alles über die Inhaltsstoffe, über die Anwendung, über die Firma und meine Erfahrungen damit. Zeige dir auch den Vorher-Nachher-Vergleich von meiner Haut. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Der Selbstbräuner, um den es heute hier geht, ist der Selbstbräuner Booster von der Firma Beauty Mates. Und das ist eine neue Startup-Firma, von der ich aber schon Produkte hatte und super begeistert bin. Meine Videos dazu verlinke ich dir oben in dem Info-Button und gerne natürlich auch unter dem Video. Also alles, was ich bisher getestet hatte, war toll und jetzt haben sie mich gefragt, den Selbstbräuner Booster auszuprobieren und da war ich natürlich super begeistert gleich. Habe das dann auch direkt gemacht. Beauty Mates hat sich zur Aufgabe gemacht, in die Produkte nur das reinzupacken, was man wirklich braucht, ohne unnötige Zusatzstoffe und wirklich nur das, was das Produkt auch bewirken soll. Das finde ich sehr toll. Außerdem haben sie eine tolle Mix-and-Match-Philosophie. Man kann die Booster miteinander matchen, je nachdem, was man gerade haben will, und mischt das in seine Tagescreme. Dazu bieten sie auch eine eigene Tagescreme an, und zwar die 24 Stunden Hyaluron Feuchtigkeitscreme. Die speichert das Hyaluron und polstert so Falten auf, lässt die Haut mehr strahlen. Jetzt erstmal zu der Frage, warum ich überhaupt Selbstbräuner im Gesicht verwende. Ich finde, gebräunte Haut sieht automatisch gesünder aus als wirklich weiße Haut. Und der Winter war lang, ist immer noch lang, das wisst ihr selber. Und da verliert man doch schon sehr schnell an Farbe. Deshalb ist bei mir im Januar, Februar tatsächlich die perfekte Zeit, mit Selbstbräuner nachzuhelfen und um diese lange Winterblässe ein bisschen zu verkürzen und sich schon mal auf den Frühling einzustimmen. Dazu muss ich sagen, Selbstbräuner verhindert natürlich keinen Sonnenbrand. Also wenn du Selbstbräuner im Gesicht verwendest, musst du unbedingt trotzdem, falls du in die Sonne gehst, mit Sonnencreme arbeiten. Denn nur weil es braun aussieht, heißt es nicht, dass man vor Sonnenbrand geschützt ist. Ich finde auch, dass Selbstbräuner Unebenmäßigkeiten und Unreinheiten im Gesicht ausgleichen. Also das kennst du ja auch selber. Die Haut sieht gebräunt immer sofort ebenmäßiger und schöner aus als ungebräunt. Also jedes kleine Pickelchen sieht man auf blasser Haut natürlich viel stärker als auf gebräunter Haut. Und deswegen stehe ich da total drauf. Außerdem kann es natürlich das Make-up ersetzen oder die getönte Tagescreme. Dazu zeige ich dir später nochmal den Vergleich und sage dazu nochmal was. Was Beauty Mates jetzt über ihren Selbstbräuner verspricht, ist ein fleckenfreies, streifenfreies Auftragen, dass er nicht riecht, also geruchsneutral ist und keine Flecken hinterlässt. Alles das teste ich jetzt in dem Video live mit euch und ihr könnt euch selber ein Bild davon verschaffen. Und eins sei gleich schon mal dazu gesagt, wenn ich es schaffe, ihn fleckenfrei aufzutragen, dann schafft ihr es auch. Ihr werdet live in dem Video sehen, wie ich ihn auftrage. Das ist wirklich nicht sonderlich professionell. Also ich bin ja keine Kosmetikerin oder so, aber es ist natürlich ganz normal, wie ein normaler Mensch zu Hause seine Creme aufträgt. So läuft das jetzt. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß und Film ab. Das ist jetzt mein Gesicht vorher, vor dem Selbstbräuner. Ich hole euch ein bisschen näher. Was wir vor der Anwendung unbedingt machen müssen, ist definitiv das Gesicht waschen mit einem Reinigungsschaum oder Reinigungsgel. Dann natürlich schön abtrocknen. Dann kann es auch schon mit dem Selbstbräuner losgehen. Ich verwende fürs Gesicht den Selbstbräuner Booster von Beauty Mates. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Verrückt ist, ich habe es um die Weihnachtszeit das erste Mal verwendet und wurde dann sofort angesprochen von meiner Schwester, warum ich so schön getönten Haar habe im Gesicht und warum ich so frisch und gesund aussehe. Und dann habe ich ihr das erzählt und sie hat auch sofort zugeschlagen. Kurz vorweg, es steht oben Werbevideo, weil es hier um ein Produkt geht, das ich geschickt bekommen habe und weil es in dem Video sowieso nur um eine Firma geht. Das hat aber dieses Video an sich, denn es ist ja ein Tutorial. Bitte wundert euch nicht, dass mein Auge, mein rechtes, so geschwollen ist. Ich hatte gestern wirklich eine blöde Situation und eine allergische Reaktion hier an dem Auge. Deswegen trage ich heute auch keine Mascara. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber darum geht es ja heute auch gar nicht, sondern es geht um den schönen Haar, um eine gebräunte Haut im Gesicht.
Ich habe auch einen Rabattcode für euch, den blende ich euch mal ein und schreibe ihn euch und das Video auch mit rein natürlich, da könnt ihr nachschauen. Der Rabattcode gilt nur bei Beautymates selber, also auf der Webseite. Was ich an dem Produkt so genial finde, ist, dass es super schnell geht, einfach in der Anwendung und auch beim ersten Mal ist mir nichts schief gegangen. Also ich hatte keine komischen Flecken oder so auf der Haut. Es war alles einwandfrei. Und das zeige ich dir jetzt, wie ich das gemacht habe und immer mache. Du brauchst eine Basiscreme dazu, wo du den einmischt. Also pur darfst du den auf gar keinen Fall niemals verwenden. Und dazu verwende ich die Hyaluroncreme Boost 24 Stunden Feuchtigkeitspflege von Beautymates. Musst du aber nicht. Du kannst jede beliebige Creme, was deine Lieblingstagescreme ist, auch dafür verwenden. Was ich hieran sehr schätze, ist, dass sie mir gleich einen Hyaluron-Boost gibt fürs Gesicht und es eben straffer, gesünder und strahlender aussieht. Jetzt gerade sieht meine Haut ja sehr matt aus. Ich habe sie, wie gesagt, nur gereinigt. Sonst außer Lippenstift, gefärbten Augenbrauen, trage ich aktuell gar nichts. Das ist natürlich auch immer ein bisschen heftig, sich hier so nackt im Gesicht zu zeigen. Deshalb habe ich auch auf Lippenstift heute gesetzt. Aber wir wollen ja auch einen wundervollen Vorher-Nachher-Effekt sehen und deshalb ist es super schön, wenn man einfach nichts weiter sonst drauf hat. Gut, wir starten, indem wir von der Creme die Menge nehmen, die wir normal auch für eine Gesichtsanwendung nehmen würden. Ja, ich gehe da mit dem Finger rein. So eine Menge ungefähr. Und dann kommt der Selbstbräuner Boost dazu. In dem Moment, wo man es aufdreht, kommt auch hier oben schon die Pipette raus, mit der man dann hier den Boost tropfenweise rausbekommt. Das ist sehr schön. Pro Anwendung nimmt man 1 bis 3 Tropfen und ich habe für mich festgestellt, dass 2 Tropfen super sind und dann vermischt man das einfach in der Handfläche. Keine Angst, so schnell färbt es nicht, also es dauert schon eine Stunde, bis da überhaupt was passiert und nach 2 Stunden ungefähr kann man ein erstes Ergebnis sehen. Also braucht man jetzt hier keine Angst haben, dass die Handfläche sofort gefärbt wird oder die Finger, das ist jetzt nicht der Fall. Und dann cremst du dir ganz normal das Gesicht ein, wie du es auch machen würdest. Wichtig dabei ist, nicht zu nah an die Augen, also spare die Augen aus. Binde deine Haare nach hinten. Ich habe es jetzt auch ganz sneak nach hinten gebracht, dass sie mir nicht ins Gesicht reinhängen. Achtung auch bei den Augenbrauen. Auf jeden Fall nicht auf die Härchen, denn das könnte unschöne Flecken dann bringen. Mit dem Rest, den ich auf den Fingern habe, gehe ich hier einfach oben nochmal am Augenlid entlang, also nicht auf dem Augenlid, aber hier oben an der Augenbraue. So. Dann ist wichtig, alles gründlich nochmal einzuarbeiten, dass keine Flecken übrig bleiben. Also keine Flecken von der Creme, keine dicken Batzen oder so. Auch am Haaransatz hier außen aufpassen, nicht in den Haaransatz reinschmieren. Du musst auch dran denken, wenn du von der Sonne gebräunt wirst, dann da, wo die Haare anfangen am Haaransatz, wird es auch immer heller sein. Also es ist gar kein Problem und es ist sehr natürlich, wenn das dann so der Fall ist. Und den Rest, nur den Rest, verschmiere ich jetzt nach unten an den Hals. Der Hals ist ja bei einer natürlichen Sommerbräune auch immer heller, vor allem hier in der Mitte. Deswegen brauchst du da nicht extra Produkt auftragen, sondern nur mit dem Rest. Und was man jetzt noch machen kann, ich habe auch noch was übrig. Man kann jetzt hier seitlich noch runtergehen und das Dekolleté mitnehmen. Denkt euch nicht, dass ich gleich hier so rot werde. Das hat nichts mit der Creme oder dem Booster zu tun. Das ist einfach, weil meine Haut hier so dünn ist und super empfindlich. Du siehst ja, dass ich im Gesicht jetzt auch nicht direkt Rötungen davon trage.
Und wenn alles eingearbeitet ist, dann heißt es nur noch warten und entwickeln lassen. Am liebsten mache ich das wirklich abends in der Abendroutine. Ja, und dann kann es über die Nacht wirken. Morgens wäschst du dein Gesicht und bist wirklich schön von der Sonne geküsst. So sieht das dann aus. Wir werden uns nachher gleich hier wiedersehen und dann werde ich euch das Nachher-Ergebnis zeigen. Jetzt heißt es Hände waschen, ganz gründlich mit Seife, vor allen Dingen am besten auch mit einer Bürste an den Fingernägeln. Nicht, dass es sich hier färbt, das wäre hässlich. Nach circa 3 Stunden Warten sieht jetzt meine Haut so aus. Und ich finde, es ist ein super natürliches Ergebnis. Ich habe wirklich nichts weiter drauf jetzt auf der Haut. Sieht schön natürlich gebräunt aus. Natürlich, was man jetzt immer noch ein bisschen sieht, sind meine roten Pickelmale, also diese Flecken, die ich im Gesicht habe. Aber das ist jetzt das kleinste Problem. Das kann man super flink mit einer normalen Tagescreme, also getönten Tagescreme, abdecken. Ich zeige dir auch nochmal mein Dekolleté, das habe ich ja mit gefärbt, also getönt sozusagen. Auch auf meinem Körper habe ich jetzt Selbstbräuner aufgetragen, das ist allerdings ein anderer. Das hier ist natürlich nur fürs Gesicht, darum ging es heute. Und auf dem Körper habe ich jetzt gerade, dass es auch zusammenpasst, einen Selbstbräuner Mousse aufgetragen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich dir auch unten, denn sonst würde es ja auch komisch aussehen, wenn meine Arme ganz hell sind. Also hier habe ich jetzt eben auch eine Tönung drauf. Und so siehst du, passt es wirklich sehr gut zusammen. Ja, wir haben jetzt den nächsten Tag mittlerweile. Was ich gestern noch gemacht habe, ich habe mir vor dem Schlafengehen nochmal einen Tropfen in diese Hyaluroncreme gemischt und das ist jetzt das Ergebnis am nächsten Morgen. Ich finde, es sieht fantastisch aus. Tut mir leid, wenn das Licht hier immer wechselt, dass die Sonne, die kommt und geht. Und ich habe das deshalb getestet, weil ich nochmal wirklich mir jetzt mal ausprobieren wollte, wie es ist, 3 Tropfen zu verwenden. Außerdem sagt Beautymates auch, man kann es jeden Tag wirklich anwenden und man kann aufbauen. Und für jemand, der sich langsam rantasten will, was ich wirklich am Anfang empfehlen würde, wenn du noch nie Erfahrungen mit Selbstbräuner im Gesicht gemacht hast, dann nimmst du erstmal einen Tropfen an dem einen Tag und schaust, wie es rauskommt und am nächsten Tag kannst du nochmal aufstocken. Beautymates verspricht ja auch, dass es nicht abfärbt. Und das wollte ich wirklich ausprobieren, deshalb habe ich es abends nochmal aufgetragen. Unter meinem Kissen ist nichts, also wirklich ungelogen, kein einziger Fleck, es färbt nicht ab. Und was auch toll ist, es hinterlässt überhaupt nicht diesen Selbstbräunergeruch, also gar nicht. Das ist sehr, sehr angenehm, das heißt, du kannst es auch morgens anwenden und den ganzen Tag unterwegs sein und dich erst abends abreinigen. Das ist völlig okay, man riecht es nicht. Deshalb bin ich wirklich sehr zufrieden mit diesem Produkt. Und das ist jetzt aber auch die maximale Bräunungsstufe, die ich im Gesicht bei mir anwenden will. Also das waren jetzt 3 Tropfen. Im Vergleich nochmal jetzt zu meinem Arm. Völlig im Rahmen, völlig okay. Was bei mir jetzt allerdings der Fall ist, aber das liegt einfach an meiner wirklich schwierigen Haut, sind meine Pickelmale, die man leider immer noch etwas sieht. Ich denke, bei jemandem, der eine ebenmäßige Haut hat, also ohne solche komischen Flecken wie bei mir, bei dem kann dieser Selbstbräuner tatsächlich die getönte Tagescreme oder das Make-up ersetzen, denn es macht wirklich einen schönen Tag. Bei mir ist das jetzt nicht ganz der Fall und deshalb werde ich nochmal mit BB-Cream nacharbeiten und dafür nehme ich jetzt die dunklere von dieser Variante. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich dir. Aber allerdings über die hellere, die ich im Winter verwende, und im Sommer nehme ich die dunklere. Ganz wenig nur, das reicht einfach, dass mein Haar ebenmäßiger wird. Alles in allem hast du aber auch schon gesehen, dass selbst ungeschminkt meine ganzen Rötungen im Gesicht nicht mehr so schlimm sichtbar sind. Also Selbstbräuner verringert wirklich die Rötungen und macht schon mal das Gesicht ebenmäßiger, einfach durch die Tönung. Und das ist sehr, sehr schön. Ich bin ja immer wirklich auf der Suche nach Produkten, die einen ungeschminkt schöner aussehen lassen. Das hast du natürlich schon mitbekommen. Ich habe mich früher sehr viel geschminkt und auch sehr gerne. Ich mache es manchmal immer noch. Aber mittlerweile bin ich wirklich mehr auf der natürlichen Schiene und versuche einfach so das Optimum aus der Natürlichkeit rauszuholen. Und da ist dieser Selbstbräuner natürlich klasse. Jetzt zeige ich dir meine Haut nochmal im direkten Vorher-Nachher-Vergleich.
Zur Erinnerung nochmal, ich habe einen 30% Rabattcode für euch rausgehandelt. Das ist mehr, als ich beim letzten Mal ergattern konnte von Beautymates und gilt natürlich nur bei Beautymates auf der Webseite. Aber ich bin sehr, sehr froh über diesen Code, weil 30% sind Wahnsinn. Und für jemanden, der das noch nicht kennt, der das mal ausprobieren will, ist das doch eine geniale Sache. Wie immer natürlich, falls ihr Fragen habt, schreibt mir einfach einen Kommentar. Ich werde alle diese Fragen beantworten. Und natürlich ist es schön, wenn wir uns hier auch gegenseitig Tipps und Tricks geben, Fragen beantworten und einfach miteinander unsere Haut verschönern und verbessern. Abonniere mich natürlich für mehr solche Videos, dass du keines verpasst. Das ist auch kostenlos. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es um schöne Haut, Haare geht oder einen tollen Reisebericht. Bis dann. Tschüss.